أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mein Name ist Rainer Rückert. Ich bin am 7.6.44 in Eberswalde in der Nähe von Berlin geboren. Meine Mutter war noch sehr jung und mein Vater war im Krieg. Er ist dort lange Zeit gewesen. Das heißt, ich bin also die ersten Jahre in der Nähe von Berlin aufgewachsen, praktisch ohne Vater. Ich habe also ein freies Leben geführt, konnte jeden Tag machen, was ich wollte, denn meine Mutter ist arbeiten gegangen. Und aus dem Grunde habe ich keinen Kindergarten besucht, sondern konnte meine Freizeit gestalten, wie ich wollte. Mein Vater kam dann aus der Gefangenschaft zurück, das war 1949 etwa, und ich habe dann eine Schwester bekommen. Meine Schwester, die wohnt jetzt in Berlin, ist Zahnärztin und hat eine eigene Praxis mit ihrem Sohn zusammen. Bevor ich den Islam kennengelernt habe und Müslümanlar kennengelernt habe, wusste ich sehr wenig über den Islam. In der DDR war es so, dass wir ja evangelisch waren, aber ich bereits in der Schule, sagen wir mal im 5., 6. Schuljahr schon, mit der Kirche nicht viel gemein hatte. Die Kirche war also für mich nicht von Interesse. Das war zwar interessant, aber es war nicht so, dass ich jetzt hier ein gläubiger Protestant gewesen wäre. Das Gegenteil war der Fall. Natürlich übt ja die Religion auf die Kultur einen großen Einfluss aus, so dass also viele religiöse Dinge durchaus auch von Nichtreligiösen ausgeübt werden. Zum Beispiel gibt es im Christentum die 10 Gebote, das geht eben los, man soll nicht töten und so weiter. Und diese moralischen Gebote, die sollten natürlich auch die Nichtreligiösen beherrschen. Und das ging mir eben so. Ich habe also sehr viel gelesen, aber habe mich auch für den Islam interessiert, aber niemals mit dem Gedanken, dass ich mal selber vielleicht mal mit dem Islam in Kontakt treten könnte. Was mich also besonders gestört hat, war die Politik der Kirche in den letzten Hunderten von Jahren. Die Kirche hat immer die Menschen unterdrückt, egal wo das war. Zum Beispiel hat sie ganze Völkerstämme ausgerottet in Amerika, Südamerika, egal, Nordamerika und überall, oder Afrika, überall, wo die Missionare hinkamen, da kam auch sehr schnell die Ausrottung hin. Und das war eigentlich eine Sache, die mir schon immer unsympathisch war. Und was ich auch nicht mehr vorstellen konnte, das war, dass der Prophet Isa, sprich Jesus, Gottes Sohn war. Dass er ein Prophet war, das konnte ich mir vorstellen. Aber nicht, dass er der Sohn Gottes war. Das war also schon immer ein Problem, was ich also nicht ganz kapiert habe. Der Islam ist mir durch die Türken näher gebracht worden. Mit dem Näherbringen meine ich nicht etwa den Islam zu kennen, sondern nur er kam mir etwas näher. Also er wurde für mich ein Begriff, der voller Rätsel steckte und voller angenehmer Gefühle, denn ich habe ja den Islam in Verbindung gebracht mit meinen türkischen Freunden und die waren ja für mich sehr angenehme Menschen und mir war klar, dass dieses Angenehme eigentlich seinen Ursprung in der Religion haben musste. Denn ansonsten sind es ja genauso Menschen wie die Deutschen auch, aber sie sind eben völlig anders. Sie sind zum Beispiel sehr viel menschlicher, wenn im Umgang mit ihren Nachbarn. Und dass ich dann praktisch über Nacht Moslem geworden bin, das ist eigentlich eine Geschichte, die ich vorher nicht so geplant hatte, die ich aber dann angenommen habe und die ich bis heute nicht bereue. Im Gegenteil, es gefällt mir eigentlich von Tag zu Tag besser, dass ich Moslem geworden bin. Wenn ich auch nicht immer ein Vorbild für alle sein kann, aber trotzdem gefällt es mir besser, dass ich Moslem geworden bin. Es ist so, dass ich mich dann näher informieren wollte. Ich wollte auch den Koran lesen, denn ich habe den zwar selber noch nie in der Hand gehabt, aber ich wusste, dass es ihn gibt und dass er ein wichtiges, praktisch das wichtigste Buch ist, wo alles drin enthalten ist, was man sich vorstellen kann. Und ich habe dann von einer Mitarbeiterin die Telefonnummer von einem Hodja bekommen, habe dort angerufen und der war auch sofort bereit, mich am selben Abend noch zu empfangen, sagte, du kommst heute Abend 20 Uhr zu uns und wir reden dann. Und dort bin ich dann freundlich aufgenommen worden von den anderen Mitgliedern der Jemaat, der Gemeinde,
Und der Hodja fragte mich ganz direkt auf den Kopf zu, möchtest du gerne Moslem werden? Ich sage, ja. Dann sagt er, dann sprich mir nach. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. So, und das habe ich gesagt. Allah shukr. Und damit war ich Moslem. Er sagte so, wir gratulieren dir. Alle Menschen kamen und also die Brüder, die dort waren, die Moslem-Brüder, gratulierten mir und sagten, ja, du gehörst zu uns und jetzt sehen wir uns ja immer in der Jami. Und dann hat der Hodja gesagt, jetzt kommst du immer abends zu mir, Montagabends zu mir und dann werden wir im Koran lesen und dann wirst du also dort mehr wissen und wirst also vielleicht früher oder später dann ein richtiger, echter Moslem, nicht bloß einer jetzt, der das gesagt hat, da ist man eigentlich schon Moslem, aber eben von Tag zu Tag immer etwas besser. Denn der Prophet a.s. hat ja gesagt, wir sollen lernen, lernen und nochmals lernen. Und dann war ich eben Moslem und dann bin ich dann regelmäßig hingegangen, habe dann hier in der Apotheke angefangen zu beten und die Mitarbeiter haben das alle gar nicht erst mitgekriegt, weil ich das immer in der Mittagspause gemacht habe. Und als die Erste das mitgekriegt haben, oh, Allah Shukur, er betet und guck mal hier, er betet und so weiter. Ich sage, Dicker, Ruhe jetzt. Und dann haben sich, zuerst war das immer ein Wunder, ja, er betet und so. Aber dann haben sie sich dran gewöhnt und dann haben sie mich auch eingeladen, eben mit dem Vater, mit dem Bruder habe ich zusammen gebetet, bin in die Jami gegangen, habe verschiedene Jamis hier kennengelernt. Und ja, die Leute, die rufen mich auf der Straße, hallo Rifat Abi Nassim, und die Kinder sind also sehr höflich, die sagen, Salamun Alaikum. Und ich hoffe, die sagen das nicht nur, weil ich alt bin, sondern auch deshalb, weil sie mich auch sonst respektieren. Und ja, das ist also ein sehr schönes Gefühl. Und inzwischen ist es so, dass mein erstes Gebet nachdem ich Moslem wurde, war dann für mich besonders wichtig und besonders ergreifend. Die Umwelt reagierte ganz verschieden auf meinen Entschluss, Moslem zu werden. Ich habe also gegenüber den Türken, die ich kannte, das niemals so bewusst hervorgehoben, sondern bin erst so mehr oder weniger heimlich Moslem geworden. Die haben das erst mit der Zeit mitgekriegt. Und viele wissen es heute noch nicht. Allerdings hier in Styrum hat sich das natürlich rumgesprochen, ist klar. Die meisten waren begeistert und haben mich in ihre Arme geschlossen und gesagt, gell, Kardashim, so ungefähr. Bei den Deutschen war es ein bisschen anders. Bei den Deutschen gab es verschiedene Reaktionen. Es gab also Menschen, die gesagt haben, wie kannst du das nur machen, und haben sich darüber lustig gemacht. Und das waren Freunde, auf die ich dann mit der Zeit verzichtet habe, weil ich den Koran nicht beleidigen lassen möchte und auch nicht meine Religion als Moslem.